Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Beta-Server für den neuen Berserker-Test, um mal zu schauen, wie sich die Klasse jetzt nach dem Balancing so verhält. Wir haben einen Stufe 500er Charakter erwischt. Es ist ja immer random, ob man 300er, 400er oder 500er hat. Wir haben jetzt das Glück, hier einen 500er testen zu können. Und das werden wir heute auch mal machen. Wir sind hier auf Platz 1. Ich meine, gut, das ist sowieso alles hier Beta. Wir bekommen 40.000 Pilze gestellt. Der Testserver geht jetzt, soweit ich weiß, glaube ich, 6 Tage. Und ja, können uns davon erstmal auch gleich einen Gryffindor holen hier. So, wir haben 2 Waffen. Das ist auch so wie immer eigentlich. Einmal haben wir hier eine Waffe, die mit einer hohen Schadensspanne hier am Start ist, und einmal haben wir hier eine, die fast gar keine Spanne besitzt. Seht ihr hier halt eben von 1001 bis 1003, da ist halt die Spanne fast 0. Und ja, natürlich ist es zu empfehlen, hier in den Dungeons ja, die Waffe zu nehmen mit einer höheren Spanne. Allerdings ist ja jetzt die Änderung beim Berserker halt eben dass es halt eben begrenzt ist. Bis zu 10 Tries hintereinander kann der Berserker in seinem Rage-Mode hintereinander hitten. Danach ist dann quasi Feierabend. Das wurde jetzt halt eben gedrosselt, und das ist wahrscheinlich eine Änderung, die die meisten wahrscheinlich gar nicht so wirklich mitbekommen werden. Die Änderung, die tatsächlich viel ausschlaggebender ist die Änderung, dass wir ja, jetzt gegen Magier uns anders verhalten. Wenn wir jetzt mal an den direkten, ja, ich muss mal schauen, ob wir hier Gegner finden, die, ach, warte mal, sind wir eigentlich in der Gilde hier? Ne, sind wir gar nicht. Ja, dann gehen wir mal gleich in eine Gilde rein hier, so. In die Beta-Gilde hier. Sehr schön, sehr schön. Hier sind auch schon ein paar Leute, die das Ganze hier testen. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich hier der Gilmak ist, glaube ich, auch wieder ein tschechischer oder polnischer, ich komme immer nicht drauf klar, YouTuber. Ja, also ein paar Leute sind hier schon angemeldet, und viele sind wahrscheinlich auch gar nicht in der Gilde drin, irgendwie werden das nur so testen. Das Ding ist halt jetzt gegen Magier, wir werden mal jetzt im PvP-Bereich, werden wir mal jetzt mit der Waffe reingehen, mit der Waffe, die halt fast gar keine Spanne hat. Und das Ding ist ja jetzt folgendermaßen, dass ja, die Magier-Fights ein bisschen anders ablaufen. Vorher war es halt so gewesen, dass der Berserker halt eben gegen Magier seine Combo aufbauen kann. Der kann einen Rage gegen Magier entwickeln. Dafür hat der Magier 50% mehr Schaden gemacht. Das macht er jetzt nun nicht mehr. Jetzt macht der Magier genauso viel Schaden wie gegen jede andere Klasse auch. Nur halt eben mit dem Unterschied, dass halt der Berserker, ja, im Zuge dessen halt eben keinen Rage mehr auf den Magier auslösen kann. So, das hat Vor- und Nachteile irgendwo. Zum einen sind die Kämpfe vielleicht ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ausgeglichener. Wir müssen mal so Gegner finden, die ungefähr auf unserem Niveau sind. Ich greife jetzt hier einfach random gerade Leute in der Arena an. Aber wir müssen mal so gleichwertige von den Stats her finden. Die Kämpfe sind nicht mehr ganz so random wie vorher. Vorher war es halt wirklich gefühlt ein Magier gegen Magier-Battle. Das heißt, wer greift zuerst an, wer kritte zuerst. Hier hieß es halt dann eben, baut der Bersi zuerst seine Combo auf. Oder krittet der Magier einmal rein. Je nachdem wurde dann der Kampf halt eben schon entschieden. Und das ist halt eben das gleiche Grundprinzip wie Magier gegen Magier-Battles im Late-Game-Bereich. Wenn der andere zuerst krittet und beide so auf, ne, also wenn wir davon sprechen, dass beide Magier sich so auf demselben Niveau etwa befinden, dann geht es halt danach, wer greift zuerst an, wer krittet zuerst so, ne? Und hier ist es halt eben genauso. Jetzt ist es ein bisschen, ja, gebalanceder irgendwo in dem Sinne, dass halt eben diese Fights nicht mehr so schnell vorbei sind. Jetzt muss man halt aber eben gucken, ja, wie verhält sich jetzt so ein Berserker nachher denn später im Late Game? Ist es vielleicht für ihn förderlicher oder nicht so nice?
ja, ich muss mal gucken, dass wir vielleicht, es ist immer schwierig, Gegner zu finden hier auf dem Beta-Server, die so ungefähr die gleichen Stats haben, weil ihr seht, die Ehrenhalle ist hier komplett ungeordnet. Ja, also ich weiß nicht, wo man hier suchen soll, um Gegner zu finden, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, weil ihr seht es hier, ne, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das wäre vielleicht noch ganz hilfreich fürs nächste Mal, dass man vielleicht, keine Ahnung, die Ehrenhalle ein bisschen hochgeordneter gestalten kann, damit man auch gegen Leute kämpft, die so auf demselben Niveau sind, weil, wir haben hier jetzt, also wir können in der Arena kämpfen. Hier kommt es mir auch so vor, als ob hier nur wirklich Beta-Tester unterwegs sind, so, weil in der normalen Ehrenhalle sieht man hier kaum was von, allerdings in der Arena schon, weil hier sehen wir nur 500er, also eventuell steckt da auch irgendwo ein System hinter. Ja, hier sind auch schon, das sind wahrscheinlich Leute, die haben auch schon ein bisschen gelevelt hier, aber ich würde mal sagen, so von den Stats her sind wir hier sogar noch überlegen gegenüber den Magier. Ja, und der Magier, das ist halt eben das Ding. Beim Magier, der hat halt vorher schon viel Schaden gemacht, der macht aber jetzt gegen den Berserker immer noch viel Schaden. Warum? Weil, der Magier einfach erstens ein Magier ist und zweitens, der Berserker ist halt kein Krieger. Ja, der hat halt nicht so viel Leben wie ein Krieger. So, und der Krieger kann zwar auch sein Schild nicht erheben gegen den Magier, also der führt nichts im Schilde quasi, ne, wenn man es so will. Dafür hat der Krieger aber weitaus mehr Leben als der Berserker, wodurch halt eben die Kämpfe es so veranschaulichen lassen, dass der Berserker jetzt ein schlechterer Krieger ist gegen den Magier im direkten 1 gegen 1. Ja, also finde ich jetzt so. Ich muss sagen, auf der einen Seite haben wir hier den Magier, wo es heißt, ja, der hat eine Fähigkeit, der ignoriert jede andere Fähigkeit von jeder anderen Klasse, so ungefähr, ne? Also Kundschafter können nicht ausweichen, Krieger können nicht blocken, ne? Jetzt kommt es halt eben, Berserker können ihre Combo nicht aufbauen, so, ne? Dämonenjäger können sich nicht wiederbeleben, ne? Das also, der kontert quasi alles aus, so, ne? Jetzt muss man halt schauen, will man, dass der Magier weiterhin seine Fähigkeit hat, gegen jede Klassenfähigkeit quasi immun zu sein, auszukontern, oder will man halt vom Berserker die Kombination gegen jede Klasse durchführen können? Eine von den beiden Möglichkeiten geht nur. So, und jetzt wurde es halt eben in diesem Test so erstmal entschieden, dass es so aussieht, dass der Magier halt weiterhin die Fähigkeiten anderer Klassen besiegen kann. So, wir haben jetzt hier, ich mache noch ein paar Fights gegen Magier, darum geht es ja hauptsächlich hier in dem Beta-Test, ne? Die Dungeons, wie gesagt, das ist ja jetzt schon eigentlich klar, und ich hoffe mal, das sollte funktionieren, dass dann auch die Maximaltreffer-Kombi bei 10 liegt, ne? Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier eher so auf die Magier-Fights tatsächlich, um zu gucken. Hier haben wir einen stärkeren Magier. Wir nehmen auch noch mal ihn hier ran. Und ich finde, man sollte eventuell so eine Zwischenlösung finden. Also auf der einen Seite sollte der Magier schon irgendwo in der Lage sein, weiterhin die Fähigkeiten anderer Klassen zu kontern. Das macht halt eben den Magier aus, ne? Auch wenn er nicht viel Leben hat und so, ne? Aber das ist halt eben sein großer Vorteil in Kombination mit dem Schaden, den er halt anrichtet, so, ne? Auf der anderen Seite finde ich halt aber auch, dass der Berserker auch irgendwo seine Fähigkeit ausspielen kann, weil sonst habe ich zumindest das Gefühl, ne, dass es ein schlechterer Krieger ist im PvP-Bereich. Wir können auch gerne mal die andere Waffe anlegen hier, um mal zu schauen, ob wir dann ein bisschen mehr Erfolg haben, so, ne? Dann ist das Ganze noch ein bisschen glücksbasierter jetzt. Man sollte eine Zwischenlösung finden. Also schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze handhaben würdet.
wie gesagt, wir können ja, das ist ja noch nichts Finales Abgeschlossenes hier, ne? Wir können ja weiterhin immer noch sagen, ey, wir halten jetzt von der Änderung gar nichts so, ne? Ich möchte, dass das irgendwie anders, also ich muss mal gucken, sind hier eigentlich alle verzaubert? Guck mal an hier. Ja, wir haben gar kein Gold. Warte mal, dann machen wir mal kurz ein bisschen Gold hier. Ein bisschen Gold, klar. Vielleicht sollte man so eine Art, ja, wie schon jetzt mehrmals erwähnt, Zwischenlösung finden, in dem Sinne, dass der Berserker trotzdem weiterhin irgendwo noch seine Combo ausspielen kann, allerdings im reduzierten Maße. Das heißt, wenn er jetzt gegen alle anderen Klassen, ne, kann er das ja noch machen, ist gut und schön so, ne? Irgendwie bekommen wir hier kaum Gold, habe ich das Gefühl. Kann er weiterhin so machen, ne? Also gegen jede andere Klasse, jetzt ich spreche nur vom Magier so, ne? Ist alles so unverändert. So. Aber gegen den Magier sollte es vielleicht so sein, dass er die Combo raushaut. Allerdings, wenn er in Rage ist, ne? Also wenn er so eine Combo raushaut, dass die halt einen verringerten Damage jeden Hit hat, so, ne? Also ich finde das, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Beim Dämonenjäger ist es ja auch so gebalanced worden, dass die Prozentchance, dass er sich wiederbelebt, ja erhöht worden ist. Allerdings jedes Mal, wenn er sich wiederbelebt, mit 10% weniger Leben nochmal neu in den Kampf tritt, ne? Und das hat ja eigentlich für eine ganz gute Lösung beim Dämonenjäger gesorgt, so, ne? Denke ich mal jetzt, ne? Nicht, dass er sich so wie anfangs mit Full Life wiederbelebt, ne? Sondern halt eben immer 10% weniger Schaden da ausgeteilt wird. Und ja, ich weiß nicht, beim Bersi könnte man das ja jetzt nur auf den Magier gesehen, ne? Alle anderen Klassen, da bleibt das ja noch so gleich, ne? Nur auf den Magier jetzt betrachtet, kann man es ja so machen, dass der Magier quasi so eine Art ja, Zauber ausspricht, dass die Rage-Combo vom Berserker mit jedem Treffer geringer wird oder dass er von Anfang an schon, wenn er in Rage verfällt, weniger Schaden austeilt gegen den Magier und so weiter und so fort, ne? Also eventuell kann man da irgendwo so eine gebalancete Zwischenlösung finden. Es muss natürlich auch alles balance-technisch passen, so, ne? Also wir sind hier überall auf Etagen, da bringt uns das noch nicht allzu viel Gold. Aber wir gehen mal hier trotzdem, dass wir hier die Waffe haben und die Handschuhe, dass wir hier First Hit landen. So, dann sind wir ja schon mal ganz gut dabei. Vielleicht schneiden wir jetzt ein bisschen besser ab hier in der Arena gegen Magier. Wir achten mal drauf, wir nehmen mal ihn jetzt. Das ist ein bisschen stärkerer Magier jetzt. Ja, ihr seht, selbst wenn der Magier jetzt nicht 50% mehr Schaden macht, so, ne, sondern halt auch normal crittet so, dann wäre ich jetzt halt schon weg gewesen. So. Der hatte halt auch Hälfte Leben mir abgezogen. Ich meine, die sind natürlich auch alle deutlich höher im Level. Wie gesagt, ich würde sehr gerne einen Test haben wollen, wo wir gleich starke Klassen gegeneinander kämpfen können und nicht, dass hier so ein himmelweiter Unterschied ist. So von den Stats her sind wir jetzt sogar besser dran, aber er ist halt auch 31 Level einfach mal über uns. Ja, das wäre vielleicht noch ganz sinnvoll für zukünftige Tests, ne? Ja, weil so bisher die Fights auch, ne, wie gesagt, wenn die anderen halt jetzt einen extremen Levelvorteil haben. Ich kann halt in der Ehrenhalle leider nicht so wirklich suchen. Wir können mal gucken. Na, ich meine, gut, hier sind ja alles obwohl hier haben wir einen Magier noch dabei. Ich wollte jetzt gegen die eigenen Gildenmitglieder kämpfen hier, um zu sehen, ob die Kämpfe ein bisschen gebalanceder sind, wenn wir halt wirklich gegen Leute kämpfen, die vom Ding her so gleich sind. Ja, und da sieht man, da sieht es jetzt schon ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt mal ein paar Magier raussuchen hier. Falls wir Magier haben. Hier haben wir einen Magier. Dann kämpfen wir nochmal gegen ihn. Ja, und schauen mal. Das ist natürlich alles subjektives Empfinden und ich mache das jetzt abhängig von 1, 2 Kämpfen hier. Das sollte man natürlich nicht machen. Ne, ihr seht ja, anscheinend ist es gar nicht, also sind die Fights gar nicht so
unbalanced, wenn wir jetzt gegen direkte Level gleiche Charaktere kämpfen, so. Ne? Man müsste das natürlich alles nach Berechnung durchgehen, dass halt auch hinten raus alles stimmt, balance-technisch. Ne? Eventuell sind die Fights ja auch relativ balanced, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. So, hier die Fights, ich komme jetzt nicht mehr zurück in die Gilde hier jedes Mal. Hier sehen die Fights wieder ganz okay aus, muss ich tatsächlich sagen, so vom ausgeglichenen Faktor her. So, ne? Also, ja, wer weiß. Sieht mir so fast nach 50-50 aus, je nachdem, wer halt auch mehr Glück hat. Und danach geht es ja am Ende des Tages immer in Shakes und Fidget. Ne? Ja, Leute, der erste Eindruck vom Berserker hier. Mal schauen, was sie dran ändern werden. Ich kann da bisher nicht allzu viel zu sagen. Da müsste man wirklich mal jetzt von der Praxis hier, was ich gezeigt habe, in die Theorie reingehen, wie sie jetzt sich so prozentual die Kämpfe verhalten gegen Magier, wie sie davor waren, wie sie jetzt sind, so. Muss man schauen. Ne? Aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Okay, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr konntet einen ersten Eindruck gewinnen und hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.